Herzlich willkommen auf meinem Kanal und heute mit dem schon lange erwünschten Modul 15 TR Guide. Wie die meisten mitbekommen haben, ändert sich mit Modul 15 ein bisschen was am Trickser-Schurken und viele hatten die Sorge, dass der Schurke mit Modul 15 wohl keinen Schaden mehr machen wird oder halt keinen merkbar guten Schaden mehr. Und ich kann die Leute mit gutem Gewissen besänftigen. Der Trickser-Schurke wird auch mit dem nächsten Modul gut Schaden machen können. Ich habe, um das Ganze zu testen, mehrere Tests natürlich eingestellt, wie ihr an diesem Excel-Dokument sehen könnt. Und es gibt zwei favorisierte Builds und ich werde in diesem Video beide Builds erklären. Natürlich auch in der Beschreibung eine Zeitaufstellung, also dass man schneller zu den jeweiligen Punkten vorspulen kann. Bevor wir jetzt mit dem Video starten, möchte ich noch mal kurz zu meinem Discord verlinken. Da hat der liebe werte Herr TrueLike den Trickser-Schurken Guide auch schon schriftlich verfasst. Sowie auch für jede andere Klasse sind dort die aktuellen Guides bereits fertig geschrieben und kann man nachlesen. So, und jetzt fangen wir aber mit dem Video an. Anfangen tun wir mit den Charakterwerten, also mit der Ausrüstung und welche Gefährten und welche Reittiere man reinmachen sollte. Zuerst zur Ausrüstung. Man nimmt im Normalfall die Stulpen des Kieferreißer, Absätze der Raserei. Kiono des Bären wurde ja gefixt, deswegen kann man das jetzt auch reinnehmen statt dem Banditenfürsten. Und mit nächstem Modul kann man statt dem Kopfteil Banditenfürsten das neue reinnehmen. Und zwar die gelernte Maske des Überfalls. Weil die gewährt einem 5% mehr Schaden für 5 Sekunden, wenn ihr einen Feind tötet. Im Prinzip besser als wie die jetzige. Dann, primäres Artefakt ist eigentlich immer Kristall der Seelensicht. Falls in der Gruppe kein Rat der Elemente vorhanden ist und man mag das lieber, kann man auch Rat der Elemente reinnehmen. Wenn aber einer in der Gruppe das schon hat und dir dann Feuerbuff geben kann, nimmt man immer Kristall der Seelensicht. Dann, man kann Apokalypsen-Set spielen, so wie hier. Oder das Orkus-Set. In dem Sinne so. Vorteil und Nachteile von Orkus und Apokalypsen-Set. Das Orkus-Set ist grundsätzlich immer gut. Es bringt halt nur einem selber einen Vorteil von durchgängig ca. 10% mehr Schaden. Hat aber nicht die Idealwerte. Wie man sieht, es hat Stärke, Konstitution. Konstitution braucht man jetzt nicht wirklich. Von dem her nicht ganz so gut. Das Apokalypsen-Set hat den Vorteil, es hat mehr Werte von denen, die wir brauchen. So wie zu sehen, Stärke und Charisma. Charisma ist gut, weil wir mehr Schaden durch Kampfverteil davon kriegen. Grundsätzlich, Apokalypsen-Set nimmt man rein, wenn die Gruppe jetzt noch nicht ganz so gut ist, beziehungsweise wenn mehr als wie ein Damage-Dealer in der Gruppe ist. Sobald man aber der einzige Damage-Dealer ist und die Gruppe auch relativ gut ist, nimmt man immer das Orkus-Set. Warum? Ist ganz einfach. Das Apokalypsen-Set gibt einen 5%igen Debuff auf den Gegner. Debuff heißt, dass der Gegner mehr Schaden erleidet durch alle Quellen. Alle Quellen sind auch deine Gruppenmitglieder, beziehungsweise auch die Leute, die nicht in deiner Gruppe sind. Das heißt, wenn man mit 3 Damage-Dealern spielt und man hat das Apokalypsen-Set drinnen, ist für alle 3 5% mehr. Und das ist insgesamt besser, als wie wenn nur man selber 10% kriegt. Natürlich abhängig davon, wie gut die anderen Damage-Dealer sind, aber das muss man dann selber entscheiden. Grundsätzlich kann man sich merken, mit Apokalypsen-Set kriegt man leichter die Werte und hilft der Gruppe. Und sollte man nehmen, wenn man nicht der einzige Damage-Dealer ist. Wenn man der einzige Damage-Dealer ist und eine Vollbuff-Gruppe hat, ist man mit dem Orkus-Set besser aufgehoben. Dann weiter zu den Ringen. Als Ringe nimmt man grundsätzlich
den Ring der offensiven Aktion, weil man dadurch 3% mehr Schaden nachwirken einer täglichen Kraft bekommt. Und den, da ist er, Schattenpirscher plus 5, weil eure Kräfte verursachen 2,5% mehr Schaden, wenn sich Gegner im Umkreis von 25 Fuß befinden. Also wenn ihr 25 Fuß um euer Ziel seid, macht ihr 2,5% mehr Schaden. Dann zu den Gefährten. Ich empfehle grundsätzlich den Schulter-Tiger mit der jeweiligen Ausrüstung, dass man halt auf die Werte kommt, die man braucht, also 100% Crit, 100% Rüstungsdurchdringung und so weiter. Und auch natürlich 17 bis 18 bis 20.000 Erholung, je nachdem welches Reittier man natürlich hat, kann man auf höhere Erholungswerte kommen. Grundsätzlich empfehle ich im Gefährten riesenhafte Verzauberungen. Die meisten kennen die Verzauberung gar nicht oder benutzen sie nicht. Eine riesenhafte Verzauberung hat 700 Crit, 350 Erholung und 350 Rüstungsdurchdringung. In dem Sinne alle Werte, die man braucht. Viele denken sich immer wieder, oh, Kraft ist so schön, mit Kraft macht man mehr Schaden. Stimmt gar nicht, weil die Kraft kriegt man von den Klerikern bzw. vom Paladin in der Gruppe. Das heißt, wenn man einen guten Kleriker und einen guten Pali hat, kommt man so schon auf 250.000 Kraft. Und da macht der kleine Kraftwert, den man selber sich dazu holt, von 2.000, 3.000 überhaupt keinen Unterschied oder fast keinen Unterschied. Da nimmt man lieber mehr Erholung und zündet die wichtigen Sachen zweimal oder dreimal. In der Zeit, wo der andere, der auf Kraft geht, halt bei der einen Attacke 1% mehr Schaden macht und dafür aber doppelt so lange braucht, um die Attacke nochmal zu zünden. Dann als Gefährten halt dann noch den Erdarchonten, den Feuerarchonten, den Luftarchonten und den Messerholzgefährten. Sind nach meiner Meinung die besten. Dann Reittiere. Als Kampfkraft empfiehlt sich der Schwarm, da der einen Debuff auf den Gegner gibt. Und als Ausrüstungskraft habe ich die von der Schnecke drinnen. Die gewährt euch im Verlauf von 10 Sekunden 25% eurer gesamten Aktionspunkte beim Einsatz einer täglichen Kraft. Sprich, wenn ich meine tägliche zünde, bekomme ich alleine von der Ausrüstungskraft direkt nach 10 Sekunden schon 25% wieder drauf. Und das ist relativ gut spürbar. Dann als Insignienwörter benutze ich Überzeugung des Kunsthandwerkers, Warnung der Kavallerie, Hingabe des Schäfers, Kameradschaft des Beschützers und Pakt des Assassinen. Gut. Soweit zur Ausrüstung. Ich gehe jetzt nochmal kurz die Sägen durch, also ich zeige es nur her. Wenn man will, kann man die auf Pause schalten, das Video, und natürlich die Sägen so übernehmen, wie ich sie habe. Ich würde aber trotzdem empfehlen, sich die Sägen durchzulesen. So, das wäre Sharandar, Ring des Grauens, Icewind Dale, Underdark, Tyranny of Dragon, Maze Engine, Elemental Evil, Storm King's Thunder, The Cloaked Ascendancy, Dschungel von Schuld und Ravenloft. Und nun kommen wir zu den Talenten, also dem Teil, auf den die meisten gewartet haben. Grundsätzlich ändert sich nicht ganz so viel an den Talenten, man nimmt jetzt einfach wieder Schattengeborenen rein, weil sie das zum Glück wieder gebufft haben, und man nimmt stattdessen etwas weniger letzte Momente und Totenglocke. Das ist grundsätzlich eigentlich alles, was sich an den Talenten ändert. Und an den Kräften ändert sich prinzipiell gar nichts, also an der Spielweise. Das Einzige, was sich sonst noch ändert, ist ein Klassenmerkmal. Das Klassenmerkmal Unterdrückende Dunkelheit. Früher nutzte man Einbrecheraktionen, was sich jetzt auf Unterdrückende Dunkelheit ändert, weil das schön gebufft wurde und somit mehr Damage ermöglicht als vorher durch Einbrecheraktion. Einbrecheraktion ist nur noch dann gut, wenn man keinen GF in der Gruppe hat oder auch sonst keinen, der einem Kampfvorteil geben kann, da Einbrecheraktion beim Zünden einer täglichen für 20 Sekunden Kampfvorteil gibt. Also, wenn man die
tägliche zündet und Einbrechreaktion drinnen hat, hat man dadurch automatisch Kampfvorteil. Das ist bei Mobgruppen ein ziemlich großer Vorteil, weil man dadurch mehr Schaden machen kann. Beim Boss allerdings braucht man lediglich einfach nur gegenüber von einem anderen Spieler oder Gefährten stehen und hat dadurch auch schon Kampfvorteil, wodurch Einbrechreaktion natürlich dadurch nicht mehr ganz so sinnvoll ist. Weiters ändert sich eigentlich grundsätzlich sonst nichts. Ergo, man spielt weiterhin mit nicht zu fassen, der schönen Rauchbombe, schmerzhafter Schlag und den täglichen Wirbelwind der Klingen und Lauerangriff. Außerdem wurde Duellantengestöber, was ja laut den ersten Patch Notes relativ runtergesetzt wurde im Schaden, wieder hochgebufft auf seinen ursprünglichen Schaden. Sprich, man nimmt Duellantengestöber wieder wie vorher rein. Außerdem die Geschossfolge, um Gegner eventuell ranzupullen. Das andere Klassenmerkmal, unsichtbarer Einbrecher, bleibt wie gewohnt drinnen, dass man nach Zünden der täglichen die Unsichtbarkeit wieder direkt aufgefüllt hat. Ergo, wenn man jetzt bei Mobgruppen angreifen will, macht man rein, nicht zu fassen, dann in Unsichtbarkeit, schmerzhafter Schlag und Rauchbombe und dann halt mit Duellantengestöber hinterher. Wenn man die tägliche voll hat, natürlich wieder dasselbe, nicht zu fassen, tägliche Kraft, Unsichtbarkeit, schmerzhafter Schlag und Rauchbombe und halt mit Duellantengestöber weiter, bis es wieder bereit ist. Natürlich kann man, wenn man das Artefakt zur Verfügung hat, das auch noch mit einbinden. Es geht wieder weiter mit, jetzt muss ich erstmal die tägliche auffüllen, aber es ist im Prinzip ganz normal, wenn man die tägliche hat, würde ich es erst danach empfehlen, durch das Insignienwort, das nennt sich Hingabe des Schäfers. Jedes Mal, wenn ihr eine tägliche Kraft einsetzt, wird Verteidigung und Robustheit und Bewegung eurer Gruppenmitglieder erhöht. Und das andere ist Überzeugung des Kunsthandwerkers. Wenn ihr eine Artefaktkraft einsetzt, werden eure Erholung, Bewegung, Aktionspunkte zu gewinnen und Ausdauer zu gewinnen um 10% eurer Kraft für 5 Sekunden erhöht. Also in dem Sinne sollte man eigentlich hochgepusht sein, wenn man das nette Artefakt benutzt. Also und nicht zu fassen, tägliche Artefakt, Unsichtbarkeit, schmerzhafter Schlag, Rauchbombe. Das hält sich im Prinzip genau gleich wie letztes Modul. Und beim Mobgruppen, nicht bei Mobgruppen, das war gerade bei Mobgruppen. Beim Boss nimmt man geißelnde Klinge rein, anstatt des mehr schmerzhaften Schlages und greift einfach mit der an. Man benutzt dieselbe Rotation wie bei den Mobgruppen. Und natürlich, wenn man eine volle Rotation mit All-In machen will, also wenn jetzt die Gruppe sagt, okay, 10 Sekunden nach Start des Angriffes machen wir All-In. Das heißt, dass man alles benutzt, was man benutzen kann. Das wäre in dem Fall vom Schurken, wenn man zum Beispiel schon im Kampf ist, hat man Duellantengestöber schon drauf. Die schreiben jetzt dann 8 Sekunden All-In. Dann bereitet man sich so circa 2-3 Sekunden vorher vor, macht nicht zu fassen das Reittier, so den Schwarm, tägliche, das Artefakt, schmerzhafter Schlag, Rauchbombe, nicht zu fassen und Duellantengestöber, bis es wieder bereit ist, das ganze Zeug. Im Normalfall ist dann die tägliche vom Kleriker ausschlagkräftig, die setzt nämlich die Abklingzeit von uns wieder direkt runter, weil ja All-In ist und man kann schmerzhafter Schlag relativ schnell wieder zünden und dadurch den schönen Schatten des Untergangs noch extremer hochpushen und somit auch immer noch, also auch nächstes Modul trotz des Nerfs, Orcus in Tong zum Beispiel in der ersten Phase legen. Grundsätzlich der Damage vom Schurken wird zwar schon minimal verändert, also man macht in dem Sinne in diesem Modul, wenn dieses jetzige Modul, also Modul 14, 100% ist, macht man in diesem Modul circa 96%, also 4% weniger als wie letztes Modul und das ist jetzt nicht wirklich um einiges weniger. So,
Das wäre der Einbrecherweg, aber wie am Anfang gesagt, es gibt 2 Wege, um den Schurken zu spielen. Und jetzt kümmern wir uns um den zweiten Pfad. Dann wechseln wir mal auf Whisper Knife. Schauen wir mal, ob das der richtige ist. Nein, das ist der richtige. So. Von den Talenten her ist er ziemlich ähnlich, also exakt ähnlich eigentlich. Es ändert sich bei den Talenten nicht die Bohne zum Einbrecher, nur die Kräfte ändern sich. Dadurch, dass man keinen unsichtbaren Einbrecher mehr hat vom Klassenmerkmal, muss man was anderes reinnehmen. Ich empfehle daher den Taktik, das Klassenmerkmal Taktik. Das erhöht nämlich den Aktionspunkte zu gewinnen um 20%. Und wiederum unterdrückende Dunkelheit. Die Kräfte sind wie folgt: schmerzhafter Schlag, geißelnde Klinge und Rauchbombe. Und die täglichen wie gewohnt Lauerangriff und wirbelnder Klingen. Die frei verfügbaren ändern sich schon. Es ist der entmutigende Schlag mal dabei, weil der gibt einen Debuff auf den Gegner. Und bei jetzt nicht Endgame-Gruppen merkt man den extrem, bei Endgame-Gruppen zwar nicht extrem, aber es ist schon merklich der Unterschied, dass der da ist oder nicht da ist. Und jetzt machen wir bei dem Whisper Knife auch mal die ganze Rotation durch. Die Ausrüstung bleibt übrigens dieselbe, also es ändert sich an der Ausrüstung rein gar nichts. Es ist nur die Kräfte bzw. der Pfad ist anders. Die Rotation ist wie folgt. Man greift einmal an und macht den entmutigenden Schlag auf den Gegner. Der macht einen kleinen Debuff und einen Dot-Schaden. Dann Rauchbombe, tägliche, schmerzhafter Schlag, geißelnde Klinge. Bei Mobgruppen und beim Boss wäre einfach, also bei Mobgruppen Unsichtbarkeit für den schmerzhaften Schlag und beim Boss Unsichtbarkeit für geißelnde Klinge. Ist prinzipiell ganz einfach zu merken und auch bei den täglichen wieder dasselbe: wirbelnder Klingen für Mobgruppen und Lauerangriff für den Boss. Wenn jetzt hier All-In wäre, da müssen wir wieder die tägliche voll machen. Das geht eh schnell. Zack, zack, zack. Hier nochmal angreifen und täglich ist voll. So, sagen wir mal, die Zielattrappe wäre unser Boss. Wir gehen rein, machen das hier, gehen hin, Rauchbombe, geißelnde Klinge, schmerzhafter Schlag und hauen weiter mit Duellantengestöber drauf. Bei All-In ist natürlich dasselbe, wieder mit dem Artefakt und mit dem Reittierwort. Also man macht das Reittier drauf, Artefakt und die ganzen Kräfte drauf. Und greift in dem Sinne ganz normal an, wie gewohnt. Der einzige Unterschied ist halt, dass man keinen nicht zu fassen mehr drauf hat und immer wieder zwischendurch den entmutigenden Schlag drauf machen sollte. Was einem auch klar sein sollte, ist, dass man nach Zünden der täglichen nicht direkt die Unsichtbarkeit kriegt, weil ja kein unsichtbarer Einbrecher dabei ist. Das war es jetzt auch wieder mit dem Trickster-Schurken-Guide für Modul 15. Wenn sich wieder was ändern sollte in den Patch Notes, werde ich es natürlich hinzufügen, ergänzen und euch natürlich auf dem Laufenden halten. Um immer auf dem Laufenden zu sein, empfiehlt es sich, im Discord zu bleiben. Dort werden alle Informationen direkt gepostet. Auf YouTube dauert es immer eine Zeit, bis ich es hochladen kann, weil ich jetzt auch nicht so viel Zeit habe, um die Videos zu machen, denn die fressen schon ein bisschen Zeit, um das Ganze zu schneiden, beziehungsweise sich überhaupt mal auszudenken, was man sagen sollte und es hochzuladen, logischerweise. So, das war es jetzt von mir. Viel Spaß mit den Schurken und bis zum nächsten Mal.